Mm. Oh, hi, ihr seid auch schon da. Zum Glück bin ich allzeit bereit. Und heute zeigen wir euch, wie man über dem Lagerfeuer kocht. Aber erstmal Hände waschen. Hi, ich bin Max, Materialwart und Pfadileiter im Stamm Freising. Und heute zeige ich euch, wie man ein Chili con oder Sin Carne macht, Gemüse in der Glut und ein Stockbrot dazu. Wir fangen als erstes mit dem Stockbrot an, weil da Hefe drin ist und der Teig deshalb noch ein bisschen gehen muss. Für unser Stockbrot brauchen wir 500 Gramm Mehl, eine Packung Hefe, einen Schuss Öl, eine Prise Zucker, eine Prise Salz und 300 Milliliter Wasser. Außerdem brauchen wir eine große Schüssel. Als erstes schütten wir das Mehl rein, dann tun wir die Hefe dazu, dann eine Prise Salz, eine Prise Zucker, dann einen guten Schluck Öl und das Wasser. Dann rühren wir das Ganze um. Wenn ihr fertig geknetet habt, Deckel drauf und den Teig in Ruhe gehen lassen. Und wir machen weiter mit dem Chili. Als erstes brauchen wir Bohnen, dann brauchen wir Tomaten, dann brauchen wir Karotten und dann brauchen wir, haben wir Mais? Okay. Die Karotten und alles, was ihr sonst noch rein tun wollt, schneidet ihr und legt sie erstmal zur Seite. Nachdem wir alles vorbereitet haben, tun wir ein bisschen Öl in den Dutch Oven. Und dann braten wir Zwiebeln, Knoblauch und die Karotten ein wenig an. Als nächstes braten wir dann das Hackfleisch durch. Wenn die Hitze von eurem Feuer nicht reicht, könnt ihr an dem Dreibein den Topf einfach so weit übers Feuer halten, bis ihr meint, dass es genug Hitze ist. Wenn es zu warm ist, das gleiche andersrum, einfach den Topf ein bisschen höher hängen. Wenn das Fleisch durchgebraten ist, einfach alle anderen Zutaten hinzugeben und dann mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn alle Zutaten drin sind und ihr das Ganze püriert habt, Deckel drauf und einfach in Ruhe köcheln lassen. Für das Glutgemüse, die Kartoffeln und den Lauch wässern, Wassermarsch. Und dann ab in die Glut damit. Das Chili köchelt gemütlich vor sich hin und wir widmen uns jetzt mal ein bisschen dem Stockbrot. Dazu haben wir jetzt unseren Teig, der fertig gegangen ist, und nehmen da ein bisschen was und rollen den Teig zu einem Würstchen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass das an allen Stellen gleich dick ist. Das Ganze wickeln wir dann um einen Stock. Und backen das Ganze über der Glut raus. Wichtig, nicht in den Flammen, sondern über der Glut, ansonsten verbrennt es. Das Stockbrot ist fertig, die Kartoffeln schauen auch gut aus. Wir sehen uns gleich beim Essen. Bei uns ist das Essen fertig und wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr werdet Spaß dann haben, das Ganze nachzukochen. Schaltet auch bald wieder ein, wenn es wieder heißt DPSG Freising How to. Ja, bleibt offen, sehen wir dann. Wir dürfen essen, oder? Servus, Janus! Oh, geil.